Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey King. Anrufung. Du unendliche, dauernde Gegenwart, dein alldurchdringendes Licht, dein Reichtum an Wesen und Stoff sind allgegenwärtig und alldurchdringend. Wir öffnen die Tätigkeit des äußeren Bewusstseins der bewussten Lenkung und bringen jede gute Sache, die wir wünschen, in Form. Preis und Dank deinem intelligenten Wirken in unseren Gemütern durch deine Liebe, deine Weisheit und deine Kraft, die uns führen und erheben in all die Vollkommenheit. Ich bringe euch Grüße von jenen Aufgestiegenen, die immerdar den Sendboten des Lichtes dienen und ihre Mäntel des Lichtes, der Erleuchtung und des Schutzes um sie legen. Die Rede 22. Ich hatte noch nicht die Absicht, diesmal die Unerwünschtheit irgendeines Gedankens oder eines Zustandes der psychischen Ebene klarzulegen, doch das Bedürfnis danach erzwingt es nun. Vor allem muss der Schüler verstehen, dass die sogenannte psychische Ebene nichts zu tun hat mit Geistigkeit. Sie ist eine Fähigkeit des menschlichen Bewusstseins, die durch menschliche Wesen, die ihr genügend Aufmerksamkeit zuwenden, benutzt werden kann. Doch wer wünscht, nur in die psychische Ebene vorzudringen, sei es bewusst oder unbewusst, der wäre besser nie in diese Verkörperung geboren worden. Der Zauberreiz der Erscheinungen der psychischen Ebene ist sehr verlockend. Doch jene, deren Aufmerksamkeit in der psychischen Ebene fest verankert wird, können sich in dieser Verkörperung nicht mehr von ihr lösen, und es wird mehrere weitere Verkörperungen brauchen, um sie zu befreien. In allen Schichten des Bewusstseins gibt es Bruchstücke unerkannter Wahrheit, sonst wäre es nicht möglich, dass sie andauerten. Denn ihr müsst verstehen, dass in allen Dingen und Tätigkeiten mehr oder weniger die Gotteskraft wirksam ist, sicherlich auf missbrauchte Art, doch trotzdem tätig. Der aufrichtige Schüler wird den Erscheinungen des psychischen Sehens und Hörens keine Aufmerksamkeit schenken, sondern verstehen, dass er mittels der Kraft des inneren Willens seine äußere Beschränkung unmittelbar durchstoßen muss, um in den Elektronengürtel einzutreten, in dem allein die Wahrheit sich ausdrücken kann. Geliebte Schüler, wohl ist es nötig, dass ich euch das erkläre, doch seid euch klar, dass ihr keinerlei Furcht zu haben braucht. Innerhalb der psychischen Schicht des Denkens und Fühlens ist die Haupttätigkeit dessen, was wir in dieser Welt als die finstere Kraft nennen. Bisweilen haben Seelen von glänzenden inneren Festigkeiten, doch in Unkenntnis der wahrhaften Wirklichkeit dieser Schicht ihrer Aufmerksamkeit gestattet, vom Psychischen angezogen zu werden, weil die vorzeitige Erweckung dieser körperlichen Fähigkeit ihnen einige Erscheinungen vorlegte, die der Wahrheit glichen und ihre Aufmerksamkeit zu fesseln wussten. Ist das einmal dort festgeklemmt, so wird ohne Ausnahme jedermann finden, dass der Anschein von Wahrheit verschwindet. Eines dieser Merkmale, vielleicht das verlockendste, liegt in den falschen Prophezeiungen, die gemacht werden und die den Einzelnen zu wilden Voraussagen führen. Gelegentlich erfüllt sich eine davon,
damit die Aufmerksamkeit noch stärker gebunden wird. Dadurch wird ein gewisser Stoff ins Gehirn gezogen. In Klammern, das kann ich euch jetzt noch nicht genau erklären. Dieser macht es selbst dem Meister unmöglich einzugreifen und dem Betroffenen zu helfen, da dessen eigener freier Wille die üble Einwirkung zugelassen hat. Es gibt immerhin einige Fälle, da der Gefährdete den Irrtum einsah, ehe er sich zu sehr verstrickt hatte, und auf seine dringliche Hilferufe wurde ihm eine der Brüder geschickt, damit er ihn ganz befreie. Es kommt auch vor, dass eine besondere Natur infolge ihrer großen Reinheit durch diese psychische Schicht schreitet, ohne es zu wissen oder sie zu berühren. Solche Menschen sind sehr glücklich zu schätzen. Die Kräfte dieser Schicht wirken vor allem auf die Gefühlsnatur, und das heißt auf die Leidenschaft des Menschen, weil diese am leichtesten zu erfassen ist. Männer und Frauen, die der Beherrschung ihrer Leidenschaft bis zum Verlust gegangen sind, sei es im sexuellen oder gegenüber Zorn und Ärger, haben sich wissentlich oder unwissentlich in die psychische Schicht des Denkens und Fühlens verwickeln lassen und die Türen zu ihren herrlichen und wunderbaren Tempeln Gottes geöffnet. Durch dieses offene Tor heften sich die Kräfte innerhalb der psychischen Schicht an sie und verstärken die eigene Leidenschaft der Betroffenen bis zu einem Grade, dass deren Beherrschung nicht mehr möglich ist. Ein solcher Mensch hätte ein viel besseres Los, wenn er in einer Grube von Klapperschlangen getreten wäre, denn dort würde er bloß den grobstofflichen Körper abwerfen und frei werden. Ist einer jedoch einmal von dieser psychischen Schicht umgarnt, so ist er oft für manche Verkörperungen an sie gefesselt. Warum ist dieses so? Weil die Urkunden sich in ihre mentalen Welten eingraben, von denen sie sich nicht wieder zu befreien wissen. Folglich werden diese Seelen immer wieder mit diesen gleichen Neigungen geboren, bis sie nach der zweiten oder dritten Verkörperung die verdorbenen Geschöpfe werden, die ihr überall treffen könnt. Bisweilen ist der Einfluss listig genug, diesen Zustand vor der äußeren Welt auf lange Zeit verborgen zu halten und in Heimlichkeit das schändliche Werk fortzusetzen. Hier folgt nun der herzzerreißende Teil dieser Erklärung, wie es den äußeren Sinnen scheinen mag. Auf den höheren Ebenen der Tätigkeit gibt es große und schöne Seelen, die freiwillig in diese psychische Schicht eindringen, um durch ihre Strahlung deren verderbliche Macht zu brechen. Diese Helfer sind männlich und weiblich, doch vorwiegend weiblich. Das erklärt, warum Schöne in weiblicher Verkörperung in äußerer Ehe mit einer männlichen Seele verbunden werden, die in diesem psychischen Zustand verstrickt worden ist. Oft sind solche umgarten Leute in listiger Weise empfindungsfähig und wittern Umstände mit beachtlicher Genauigkeit. So erwecken sie in anderen Menschen oft vorübergehend den Eindruck, sie seien wirklich feinfühlig. Nun kommen wir zur Hauptsache. Menschen, die durch eigene Anstrengungen oder durch empfangene Belehrungen das wahre Verständnis erlangen, was die mächtige Ich-Bin-Gegenwart bedeutet, und dass sie das wahrhafte und mächtige Selbst ist, und die ernstlich daran festhalten, können niemals mehr in diese missklingenden Dinge gezogen werden, falls nicht aus ihrem eigenen freien Willen,
aus den höheren Ebenen der Tätigkeit, wobei sie genau wissen, was sie tun. Kriegszeiten, mehr als alle anderen, öffnen Menschen diese psychische Ebene. Als Folge konnte immer beobachtet werden, dass nach Kriegszeiten die unbeherrschte Leidenschaft weiter als je entkoppelt wird. Dieses Wissen sollte niemanden auch nur die geringste Furcht vor dieser psychischen Schicht verursachen. Werden Schüler sich bewusst, dass sie durchschreiten, so sollten sie sich unverzüglich sagen: Ich bin die beherrschende Meistergegenwart, die immer siegt. Dann werden sie sogleich die Kraft finden, sich allem, was erscheinen mag, zu stellen und furchtlos und heiter es zu durchschreiten. Jesus regte an, diese Erklärung sei den Schülern zu vermitteln, während sie unter der dreifachen Strahlung stehen. Diese dreifache Strahlung bedeutet, dass er in seinen Strahlen immer die dreifache Tätigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes trägt, oder kurz die Ich Bin-Gegenwart. Alle, die die Ich Bin-Gegenwart benutzen, empfangen während der ganzen Dauer die dreifache Tätigkeit. Astrologie. Nun habe ich euch eines der traurigsten Dinge zu sagen. Viele, die versuchen, Horoskope zu berechnen, ziehen sich unwissentlich selber in das psychische Netz, werden für die widrigen Zustände, die sich nur in dieser Schicht finden, empfänglich und geben ihnen Ausdruck. Das ist eine der unglücklichsten Tätigkeiten, weil der Einzelne keineswegs merkt, dass er seine Türe geöffnet hat, bis er derart umgarnt ist, dass sein Glauben an die Astrologie auch durch die triftigsten Vernunftgründe nicht mehr zu erschüttern ist. In den letzten 20 Jahren wurde der Weg der Astrologie mehr als jeder andere für diesen Zweck missbraucht. Sehr oft behauptet ein Gedanke oder eine Strahlung aus dieser Schicht, für einen Menschen würden gewisse Verhältnisse eintreten, die er nicht vermeiden könne. Und wird es nicht in so vielen Worten erklärt, so wird es doch durch die Strahlung gefühlt. Es ist einer der Hauptgründe, warum die damaligen Menschen in überwiegender Mehrheit sich weigerten, auf die Weisheit der Meister zu hören, die aus wirklicher Schau die Vernichtung von Atlantis voraussagten. Ich verstehe, geliebte Schüler, dass einige von euch, die mit ihren Horoskopen so sehr beschäftigt waren, denken werden, ich sei hart. Doch es stimmt nicht. Meine Liebe zu euch ist so groß, dass ich nichts als die unverfälschte Wahrheit spreche. Könnt ihr das nicht glauben, so müsst ihr euren Weg weitergehen, denn ihr seid Wesen mit freiem Willen, den zu stören ich keinen Verlangen habe, nur dass ich den Weg weisen darf. Menschen, die sich zäh an die Ich-Bin-Gegenwart schmiegen, brauchen diese Dinge niemals zu fürchten, weil ihre Haltung sie berichtigen und sie stetig auf dem wahren Pfade des Lichtes halten wird, dessen goldene Stufen sie mit aller Genauigkeit ersteigen werden, hinein in ihre volle Meisterschaft und Vollkommenheit. Ich versichere euch, Geliebte, mein Herz wendet sich mit aller Kraft jenen Menschen zu, deren Aufmerksamkeit durch Astrologie gefesselt ist, die ihre Füße durchbohren, dass sie vor Schmerzen aufschreien werden, und erst wenn die Qual riesengroß wird, werden sie mit ihrem ganzen Wesen ausrufen: O Gott, zeige mir den richtigen Weg.
Geliebte Schüler, ihr, die ihr so ernstlich das Licht sucht, wisset, es gibt nur eine Gegenwart, die euer unüberwindlicher Schutz ist. Die große Ich Bin-Gegenwart, Gott in euch. Lasst eure Aufmerksamkeit niemals durch diese vielen äußeren Geschäftigkeiten festgehalten werden. Astrologie, Kräfte der Zahlen, Spiritismus und was es sonst noch alles gibt. Sie würden eure Aufmerksamkeit von der mächtigen Ich Bin-Gegenwart, die euer wirkliches Selbst ist, ablenken. Wendet ihr euch jederzeit dieser Gegenwart zu, so wird sie euch auch den Pfad des Lichtes führen, der mit den seltensten Blüten bestreut ist, deren wundervoller Duft euch mit jeder Kraft umfangen wird, mit Frieden, der über das Verstehen hinausreicht, mit jenem Stillesein des Äußeren, die euch befähigen wird, in die große Stille einzutreten, in der ihr die größte unüberwindliche Tätigkeit Gottes finden werdet, die Ich Bin-Gegenwart. Geliebte, sicher begreift ihr, dass ihr nicht zweien Herren dienen könnt und dabei irgendeinen Sieg erringen. Ihr habt euren freien Willen und müsst entscheiden. Wählt ihr das Äußere und vergesst eure unüberwindliche Ich Bin-Gegenwart, so geht meine Liebe mit euch und umhüllt euch mit ihrem Schutzmantel, bis ihr euch entscheidet, zu dem einen Gott zurückzukehren. Wählt ihr eure Ich Bin-Gegenwart und haltet sie fest, dann sind eure Kämpfe bald beendet und ihr werdet finden, dass ihr euch in jener Sphäre des Friedens, der Harmonie und Vollkommenheit bewegt, aus der ihr voll wahren Mitgefühls auf die äußere Welt blickt, doch niemals mit jenem menschlichen Mitleid, in Klammern Sympathie, das euer eigenes Wachstum ersticken würde. Dieses erinnert uns an das alte Wort: Trachtet zuerst nach dem Himmelreich, und alle äußeren Dinge werden euch zu eurer Benutzung hinzugefügt, euren Gebote unterstellt. Jenes Himmelreich, in Klammern Reich Gottes, ist die große Ich Bin-Gegenwart, die alleinige wirkliche in euch, Besitzerin und Spenderin aller erschaffenen und gestalteten Dinge. Ist es nicht seltsam, geliebte Schüler, dass man so lange in Missklang und Begrenzung umherirrt, wenn doch die meisterliche Gegenwart des Lichtes, die Ich Bin-Gegenwart, zu allen Zeiten neben einem geht und auf die Entscheidung wartet, sich ihr zuzuwenden und ihre strahlenden, herrlichen Segnungen der Vollkommenheit in allen äußeren Gestaltungen zu empfangen. Solcher Art ist euer Vorrecht, o ihr Geliebten. Trotz alter äußerer Tätigkeit ist die Atmosphäre der Klassen wahrhaft göttlich. Es tut mir leid, dass einige die wahre Bedeutung ihrer Ich Bin-Gegenwart noch nicht gefühlt haben und immer noch nach äußeren Dingen greifen. Doch ich warte und hülle sie ein in meine Liebe, denn sie haben freien Willen. Vielleicht bin ich etwas altmodisch, doch wenn ich so gute und feine Menschen sehe, so möchte ich sie aufgreifen und in meine Arme nehmen, bis sie die volle Wichtigkeit ihrer eigenen Ich Bin-Gegenwart zu erfassen vermöchten. Dennoch tue ich das nicht, da ich genau weiß, dass alle, die noch ein Verlangen nach den Äußeren verspüren, ihm folgen müssen, bis es verschwindet. Die Schüler müssen verstehen, dass sie ihre Aufmerksamkeit nicht teilen können zwischen der Ich Bin-Gegenwart und den äußeren Dingen, denn es ist ein Haus, das gegen sich selber ist und früher oder später einstürzen muss.
Alte Größe baut sich auf die Ich Bin-Gegenwart auf. Sie ist der Beherrscher der Form, oder sollte es sein. In ihr ist alle Stärke, sind Mut und Kraft. Gesegnete Kinder, könnten Sie nur ganz erfassen, welches Vorrecht an Ihren Türen wartet und in wie verhältnismäßig kurzer Zeit Sie sich von allen Begrenzungen befreien könnten. Die Lage ist wie folgt. Fragen Schüler, ob sie selber diesen Diktaten lauschen dürfen, diesen Vorschriften folgen, so sind sie berechtigt zu erfahren, was alles für Arbeit dieser Art erforderlich ist. Die Tatsache ist, dass der eine Gott immer vollkommen ist, es immer war und immer sein wird, und das Ich Bin ist diese Gegenwart. Ist jedoch ein Schüler dessen noch nicht gewahr, so müssen sein Körper und sein Gehirn eine Zeit der Angleichung erfahren. Diese Berichtigung des äußeren Selbst erfordert Wochen, Monate oder Jahre, je nach den Erfordernissen des Schülers. Noch nie in der Geschichte der Vorbereitung von Schülern hat der Meister ihnen je erlaubt, in seinen eigenen inneren elektronischen Kreis zu kommen. Ihnen wird die Anwendung gelehrt, doch niemals kommen sie in den inneren elektronischen Kreis des Meisters selber. Der elektronische Kreis für diese Arbeit hier hat 30 Jahre Vorbereitung erfordert. Mögen Strahlung und Liebe eines Menschen noch so schön sein. In diesen Jahren der Weltkrise haben wir keine Zeit, das atomische Gefüge des Gehirns und der Körper der Schüler vorzubereiten und zu berichtigen. Wer jedoch die Ich Bin-Gegenwart mit aufrichtiger Entschlossenheit benutzt, wird vorbereitet auf die Gegenwart der Aufgestiegenen. Das atomische Gefüge ist eine mechanische Maschine, und die unzähligen Teile müssen vollkommen harmonisch zusammenarbeiten. Soll eine bestimmte, besondere Arbeit geleistet werden, so erfordert dieses auch bestimmte Vorbereitung. Das verstehen die Schüler nicht. Stellt euch zum Beispiel jemanden vor, der von Natur aus für öffentliches Vortragen ungewöhnlich begabt ist. Soll ihm der Beistand der aufgestiegenen Schar werden, so braucht es besondere Vorbereitungen. Der Redner würde zu diesem Zwecke 20 bis 30 Minuten vor einem Auftreten von einem Licht umschlossen, in das nichts eindringen könnte, außer der Strahlung inspirierenden Meisters. Frage: Ist Gott Meru groß von Gestalt? Antwort: Gott Meru misst etwa 7 Fuß und ist von herrlichstem Gleichmaß. Gott Himalaya misst etwa 7 Fuß und 2 Zoll. Gott Tabor 8 Fuß, in Klammern 240 Zentimeter. Er stammt aus einer sehr alten Menschenrasse. Segensspruch: Aus der Fülle unserer Herzen, o mächtige Gegenwart, geben wir dir Preis und Dank für deine Liebe, Weisheit und Kraft. Wir preisen und danken für die mächtigen Strahlen, die heute jedem Schüler zugeströmt sind. Wir danken für die Kraft dieses Mittelpunktes, der in den Schülern das sichere Wissen der Wahrheit ihrer mächtigen Ich Bin-Gegenwart, die ihr wahres Selbst ist, belebt. Stärke sie, jeden Einzelnen, in der festen Entschlossenheit, sich an jener eine Gegenwart zu halten, die nur Freiheit, Vollkommenheit, ewige Jugend und Schönheit ist.